Im Fitnessstudio. Der falsche Experte. Entschuldigung. Ja, bitte? Sie sehen aus, als wüssten Sie Bescheid. Ja, ich trainiere hier schon ewig. Können Sie mir diese Maschine erklären? Die Beinpresse? Klar doch. Ich will mich nicht verletzen. Ach was, das ist kinderleicht. Was muss ich tun? Setzen Sie sich einfach rein. So richtig? Ja, und Füße ganz nach oben. Ganz oben an die Kante. Genau da. Ist das nicht schlecht für die Knie? Nein, das ist der neue Trend. Ja, das dehnt die Waden gleich mit. Und dann? Drücken Sie ganz schnell. Ruckartig wie eine Explosion. Mein Arzt sagte aber langsam, Ihr Arzt hat keine Ahnung. er ist Orthopäde, Okay, dann vielleicht doch langsam. dachte ich mir. Langsam ist auch gut für die Muskeln. Und das Gewicht? Hier an dem Stift einstellen. Ah, verstanden. Aber nicht zu viel am Anfang. Wofür ist der rote Hebel da? Bloß nicht anfassen, Warum nicht? das ist der Schleudersitz. Wie bitte? War nur ein Witz. Sehr witzig. Damit verstellt man nur den Sitz. Sie haben mich erschreckt. Sorry, mein Humor ist manchmal speziell. Ich frage lieber nochmal den Trainer. Das ist vielleicht sicherer. Danke für die Tipps. Immer gerne doch. Viel Spaß noch beim Pausieren. Danke, das kann ich am besten. 2. Im Park. Ruhe und Chips. Ah, endlich sitzen. Muss das sein? Was denn? Dieses laute Knuspern. Oh, stört es Sie? Ja, ich versuche zu lesen. Tut mir leid. Es ist gerade sehr spannend. Was lesen Sie denn? Einen Krimi. Oh, wer ist der Mörder? Das weiß ich noch nicht. Bestimmt der Gärtner. Nein, hier gibt es keinen Gärtner. Dann der Butler. Verraten Sie es mir nicht. Ich kenne das Buch doch gar nicht. Dann seien Sie bitte leise. Ich bin nur so nervös. Warum nervös? Ich habe ein Date. Hier im Park? Ja, genau auf dieser Bank. Und wo ist sie? Sie kommt nicht. Seit wann warten Sie? Seit einer halben Stunde. Herr Ma, Das ist lang. vielleicht hat sie es vergessen. Oder den Bus verpasst. Oder sie mag mich nicht. Seien Sie nicht so pessimistisch. Wollen Sie einen Chip? Als Friedensangebot? Ja, und gegen den Frust. Na gut, geben Sie her. Paprika, meine Liebsten. Danke, ich bin Sarah. Lukas. Freut mich. Wenigstens die Chips sind gut. 3. Im Kino. Der falsche Film. Entschuldigung, das ist mein Platz. Nein, das ist meiner. Reihe 8, Platz 12. Genau, hier steht es auf dem Ticket. Lassen Sie mal sehen. Hier, bitteschön. Tatsächlich, Reihe 8, Platz 12. Und hier ist mein Ticket. Wir haben den gleichen Platz? Das System hat wohl einen Fehler. Oder einer von uns ist falsch. Welchen Film schauen Sie? Na, Batman natürlich. Ja, den neuen Actionfilm. Hier läuft aber Barbie. Was, Barbie? Schauen Sie doch auf die Leinwand. Oh Gott, alles ist rosa. Und voller Glitzer. Bin ich im falschen Saal? Das ist Saal 5. Verdammt, Batman ist in Saal 4. Dann sind Sie wohl nebenan.
Hey, wie peinlich ist das denn? Kann passieren. Ich dachte schon, das Publikum ist komisch. So viele kleine Mädchen. Das ist die Zielgruppe. Ich muss schnell raus hier. Beeilen Sie sich. Fängt der Film schon an? Die Werbung ist fast vorbei. Danke für den Hinweis. Viel Spaß bei der Action. Viel Spaß bei Barbie. Grüßen Sie Batman von mir. Mach ich Tschüss. 4. Im Tanzkurs 2 linke Füße und 1, 2, Cha, Cha, Cha. 1, 2, hoppla. Aua, mein Zeh. Oh nein, Entschuldigung. Das war fest. Ich bin so ungeschickt. Das merke ich. Ich habe 2 linke Füße. Warum sind Sie dann hier? Meine Schwester heiratet. Und Sie müssen tanzen? Ich bin Trauzeuge. Das ist natürlich Druck. Ich will mich nicht blamieren. Dann müssen wir üben. Mein Fuß lebt noch? Ja, aber knapp. Was mache ich falsch? Ihre Schritte sind zu groß. Zu groß? Ja, machen Sie kleine Schritte. Okay, ich versuche es kleiner. Und nicht auf den Boden schauen. Aber ich muss meine Füße sehen. Nein, schauen Sie mir in die Augen. In die Augen? Sonst wird Ihnen schwindelig. Okay, Augenkontakt. Das ist besser für die Balance. Sie führen gut. Eigentlich führt der Mann. Ich lasse mir gerne helfen. Konzentration jetzt. 1, 2, Cha-Cha-Cha. Sehen Sie? Geht doch. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Sarah. Ich bin Lukas, der Zehenbrecher. Angenehm, Lukas. Danke für die Geduld. Nächstes Mal aber ohne Treten. 5. Am Strand die fliegende Mütze Halt. Meine Mütze. Hoppla, ich hab sie. Gott sei Dank. Das war knapp. Der Wind ist verrückt heute. Sie fliegt aber gut. Danke fürs Fangen. Sie sind schon der Dritte. Der dritte heute, Ja, alle Mützen fliegen weg. das ist meine Glücksmütze. Sie bringt wohl eher Pech. Ohne die gehe ich nicht raus. Tackern Sie sie fest. Wie bitte? Oder nehmen Sie ein Gummiband. Das sieht doch doof aus. Aber sie bleibt auf dem Kopf. Da haben Sie recht. Sind Sie im Urlaub hier? Ja, seit gestern. Ich liebe die Nordsee. Auch bei diesem Sturm? Gerade dann ist es schön. Man bekommt den Kopf frei. Genau das mag ich. Haben Sie Hunger? Ein bisschen schon. Mögen Sie Fischbrötchen? Ich liebe Fischbrötchen. Die Bude da vorne ist super. Die blaue da? Ja, die haben den besten Matjes. Klingt verlockend. Ich lade Sie ein. Als Finderlohn? Genau, für die Mützenrettung. Das nehme ich an. Mit Zwiebeln? Natürlich mit vielen Zwiebeln. Sie haben Geschmack. Und Sie eine Mütze wieder. Dann los, bevor es regnet. Nach Ihnen. So, Freunde, das war's für heute. Ihr macht tolle Fortschritte. Aber vergesst nicht, Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das hilft uns sehr, mehr solchen Content zu erstellen. Und damit ihr die nächsten Abenteuer und Lektionen mit Sarah und mir nicht verpasst, klickt jetzt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.